Lieber Erich Höbert, du bist geboren 1956 als Sohn von Hermann Höbert, der Cellist im Concentus Musicus war und Gründungsmitglied des Concentus Musicus. Kann man eigentlich sagen, dass du Harnoncourts irgendwann mal kennengelernt hast oder hast du die immer schon gekannt dadurch? Nein, natürlich als Kind hat man nicht mehr die ganz genaue Erinnerung, aber ich weiß noch, dass wir als Kinder oft im Nebenzimmer waren, gespielt haben mit den anderen Kurkindern und deiner Kindern und dass ich irgendwie da reingeschaut habe und dann habe ich gesehen, wie die geprobt haben und was da für Bewegung und für Schwung dabei war, das hat mich schon als Kind beeindruckt, muss ich sagen. Also das weiß ich noch ziemlich genau, wie das war. Ja, erzähl doch ein bisschen, wie das war. Also ihr Kinder, ihr musstet ja still sein, nehme ich an, aber die ganze Kinderschar war immer Die waren im mit. Nebenzimmer oder ein bisschen weiter weg in der Beristengasse. Und irgendwann hat man halt ein bisschen reingeschaut und hat gewusst, man darf nicht stören und so. Aber ich weiß noch, ich habe so ganz kurze fotoartige Eindrücke davon gewonnen. Und ja, wir waren schon bekannt mit der Familie Anancourt, weil meine Eltern auch Bergtouren mit ihnen gemacht haben. Und es gab immer wieder auch Treffen. Es gab bis zu Kostümbällen, das war sehr familiär, das Ganze. Also es waren damals alle Familien ein bisschen verbunden sozusagen. Und das hat mir auch gut gefallen. Und mein Vater und Nikolaus Anancourt sind wirklich sehr gern miteinander in die Berge gegangen. Hat er oft auch gesagt, Nikolaus. Allerdings ist meine Erinnerung an meinen Vater ist sehr verschwommen, weil als ich 16 war, ist er ja von einer Lawine verschüttet worden. Und ich muss viele Kindererinnerungen irgendwie waren nicht mehr da nachher. Also es gibt manchmal Leute, da habe ich das Gefühl, die kennen meinen Vater besser als ich. Erzähl mir was über ihn. Auch Nikolaus hat mir oft was erzählt über ihn, wie er war. Und wie haben die zueinander gefunden? Weißt du Die das? haben so zueinander gefunden, dass sie beide Cellisten bei den Wiener Symphonikern waren. Also mein Vater ist ein Jahr nach dem Nikolaus engagiert worden. Damals war Karajan der Chefdirigent. Und da haben sie auch am Pult miteinander gespielt und sich angefreundet. Und irgendwann hat der Nikolaus begonnen, diese Ideen zu haben, dass das irgendwie so nicht sein kann, wie dieser Bach gespielt wird und auch nicht dieser Mozart und so weiter. Und hat sich halt begonnen, genau zu informieren über Quellen erstmal und welche Instrumente waren das. Und einfach, weil er sehr leidenschaftlicher Musiker war, hat er auch jede Art von Routine und von Tradition im negativen Sinn hat er abgelehnt und hat gewusst, ich muss was Neues machen. Und dann hat er halt ein paar Leute gefragt von den Kollegen, ob sie mitmachen wollen. Und von diesen Urkonsentus war mein Vater einer, der da mitgemacht hat. Er hat sich gleich mit begeistern lassen und war offenbar auch überzeugt von dieser Ja, These der des war anderen. eigentlich eher, soweit ich das weiß, war er ein eher introvertierter Typ. Sehr still, also das Bergsteigen war seine größte Leidenschaft. Alles andere kam viel später. Aber natürlich schon die Musik auch. Und ja, er muss gespürt haben, dass da was ganz Besonderes entsteht und hat von vornherein mitgemacht. Die haben auch dann Gampenmusik gespielt, er hat auch Gambe gelernt und so Woher wie die hatte er anderen. die? Wie kommt man dazu? Na, die anderen Kurs waren mit den Instrumenten absolut genial, weil sie haben mit sehr wenig Geld, sie haben zum Beispiel manchmal in alten Kirchenchören haben sie Instrumenten gefunden, die niemand beachtet hat, die noch im Originalzustand war. Dadurch konnte man auch sehr gut sehen, was sich verändert hat mit den Instrumenten. Und überhaupt, damals hat man relativ günstig, konnte man Instrumente finden. Natürlich jetzt nicht Stradivarius oder sowas, auch Steiner, erst viel später war sowas möglich. Aber sie haben ziemlich viel und sie haben vor allem alles investiert in das. Sie haben alles, was sie irgendwie verdient haben, haben sie in diesen Aufbau der Instrumente und der Noten und des Archivs und alles investiert. Und das war eine würde ich fast jahrzehntelange Aufgabe, das zu erreichen. Ja. Und so fand man sich zusammen und hat dann by doing versucht, etwas herauszuholen aus den Instrumenten. Ja, in gewisser Hinsicht glaube ich, also das ist ja alles weit vor meiner Zeit. Anoncourt war schon sehr früh
sehr informiert über die Quellen und diese Dinge. Also da hat er sich sehr gut ausgekannt. Sie haben aber, das war nicht alles so klar, wo das hingeht. Die haben auch am Anfang Haydn gespielt, Haydn Bariton-Trios haben sie gespielt, dann haben sie, also Klassik, der Nikolaus hat eine Zeit lang die Alice begleitet am Klavier. Sie Geigerin, sie hat auch sehr gut Klavier gespielt übrigens immer. Also als Duo sind sie auch aufgetreten. Und schön langsam hat sich diese Idee herauskristallisiert, wo sie hinwollen. Dann war noch die Frage, wo fängt man an? Wir haben zuerst überlegt, sehr früh zu beginnen in der Renaissance-Musik. Und es gibt auch einige frühe Amadeo-Platten mit sehr alter Musik. Allerdings ist der Nikolaus ein bisschen später davon abgekommen, das zu verfolgen, weil die Quellenlage sehr unsicher ist bei dieser ganz alten Musik. Und er hat dann gesagt, na, da gehen wir jetzt nicht weiter, sondern wir beginnen, dann ist irgendwann gekommen Monteverdi als wichtiger Pfeiler, von dem aus man dann aufgebaut hat. Es hat sich ja auch der Concentus als Ensemble für neue Musik zunächst spezialisieren wollen, also in beide Richtungen zu gehen, ist aber nicht weitergegangen. Nein, es hat sich dann letztlich diese eine Idee herauskristallisiert und wie es oft ist, das Beste ist dann übrig geblieben. Es ist dir also in die Wiege gelegt worden, dass du diesen Weg auch mitgehst. Ein bisschen schon, weil ich meine, ich war sehr lange nicht sicher, ob ich Musiker werden will überhaupt. Und dann ist eben, wie gesagt, mein Vater ist mit 16 verunglückt. Wir waren entwurzelt, die ganze Familie war. Ich wusste eigentlich nicht sicher, was ich machen möchte. Ich wollte Maler werden eine Zeit lang. Und dann war ich auf der Geige schon relativ weit, technisch gesehen. Und mit 18 Jahren habe ich einmal dem Nikolaus vorgespielt. Und er hat sich das angehört, war sehr kritisch, wie er in solchen Fällen immer war. Das und das ist nicht gut. Aber er hat doch, ja, wenn du einen guten Lehrer willst, geh zum Schander Weg nach Salzburg. Das war damals wirklich einer der besten in Österreich tätigen Lehrer und Musiker. Und überhaupt, die anderen Kurs haben besonders nach dem Tod meines Vaters ein bisschen geschaut, wie es mir geht. Und er war ein bisschen Elternersatz auch und haben sich immer so verhalten mir gegenüber. Also großzügig und entgegenkommend. Und das hat natürlich alles ein bisschen in diese Richtung auch gebracht und ist auch das, was mir sehr entgegenkommt, in dieser Spielart zu spielen. Es war offenbar sehr erfolgreich, dein Geigenstudium, denn du warst ja schon 1980 Konzertmeister der Wiener Sinfoniker bis 86 und hast auch gleich 81 beim Concentus mit angefangen. Und korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist, ab 83 warst du dann Konzertmeister. Genau. Also die Alice ist unglaublich großzügigerweise dann hat mit mir Platz getauscht, was sie gar nicht müssen hätte. Sie war damals in absoluter Hochform. Und auch ich habe noch eigentlich sehr wenig Erfahrungen gehabt, besonders in dieser Art zu spielen. Also das war auch wirklich ein enormes Entgegenkommen, dass ich ab 1983 dort Konzertmeister sein konnte. Das wollte ich fragen, warum hat sie das getan und warum ist die Wahl auf dich gefallen? Also war das so ein... so ein... Sie haben das Gefühl gehabt, das passt und ich würde mich da gut reinfinden und das hätte Zukunft und es war dann auch so. Das ist auch eine Lebensaufgabe geworden, dass ich dort dabei war und hat mich begleitet bis jetzt. Und das hat sich als gut herausgestellt für alle. Aber dass der Alice mit mir Platz gewechselt hat, ja, vielleicht hat sie einfach, die war ja vorher sehr lang als erste Konzertmeisterin, alles gespielt, die schwersten Sachen gespielt, wollte sich ein bisschen entlasten und hat mir da den Vortritt gelassen. Aber es war wirklich unglaublich eigentlich, dass sie das gemacht hat. Ja, du hast schon gesagt, du warst noch sehr jung und auch unerfahren in dieser Art zu musizieren, wie du gesagt hast, obwohl es dir ja, also du hast ja dein Leben lang nichts anderes gehört. Also als Kind schon, oder? Ja, ich hab das schon als Kind, habe ich das ein bisschen verstanden, was da anders ist und was die machen, ja. Denn meine Frage ist, wie hast du die Klangrede gelernt? Wie geht das? Wie lernt man Klangrede? Ja, wirklich Learning by Doing. Also es gibt auch Leute, die studieren das ganz ordentlich und lernen alle Quellen und so weiter. Aber ich habe mich da ein bisschen ins gemachte Bett legen können, weil ich musste eigentlich nur, an einem Chor hat das in jeder Probe eigentlich
mit großer Kreativität und Fantasie dargestellt, wie das ist und warum das ist. Und mit der Zeit macht man sich das zu eigen. Und natürlich, dann schaut man schon auch, lest die Violinschule bei Leopold Mozart und diese Dinge. Aber das war nicht im Vordergrund, bei mir zumindest. Es geht eigentlich in Fleisch und Blut über. Ja, ja. Es wird irgendwann völlig selbstverständlich. Und dann kann man das selber auch weitergeben, wenn man später unterrichtet. Und dann ist aber wiederum die Frage, spielt man dann als Konzertmusik anders als Sinfoniker? Oder auch ein anderes Instrument und auf eine andere Art und Weise? Oder merkt man keinen Unterschied selbst? Ich selber habe das für mich nie getrennt. Ich habe auch sehr lange ein Streichsextett gehabt, Wiener Streichsextett, 25 Jahre lang. Wir haben auf ganz normalen und nicht auf Darmsaiten gespielt und wir haben vor allem romantisches Repertoire gespielt, wo eben viele Streichsextette entstanden sind. Und also ich habe, wie gesagt, der Konzertus oder diese Spielweise hat alles andere beeinflusst, wenn es auch nicht genau gleich war. Natürlich spielt man einen Brahms oder einen Tschaikowski anders als einen Biber oder auch einen Bach. Aber das hat sich sehr verbunden und ich hätte nie gesagt, jetzt spiele ich in dem Stil und jetzt spiele ich in dem Stil. Das wäre mir ein bisschen komisch vorgekommen. Ja, es sind eher die Repertoires, die für sich sprechen dann. Die für sich sprechen und die Musik von Beethoven fordert dann ein bisschen was anderes als die von Biber oder die von Schmelzer und die von Brahms. Und wenn man hineingeht in die Musik, in die Substanz, dann ergibt sich das eigentlich von selber fast, würde ich sagen. Edi Rosa hat uns erzählt, dass er sein Leben lang keine Stahlsaiten gespielt hat, weil er schon so alt ist, dass es noch keine gab und er dann gar nicht erst Stahlsaiten aufgezogen hat. Wie war das bei dir oder in der Generation deiner? Bei den Besten ist das ein bisschen anders, weil da viele nach wie vor Darmsaiten spielen. Bei den Geigen ist es so, dass ungefähr in den 30er Jahren, also ungefähr 1930 in der Gegend, hat man begonnen, auf Stahlsaiten zu spielen. Weniger, weil es schöner war, sondern weil es sicherer war. Die sind einfach nie gerissen und man hat damals das Gefühl gehabt, also das muss perfekt sein und so und man wollte wenig Risiko eingehen und das ist eine ähnliche Entwicklung bei den Blasinstrumenten ja auch gewesen. Ist in Richtung Sicherheit gegangen auf Kosten der Farben, des Farbenreichtums. Bei den Streichern war es ähnlich. Und ich habe aber lang gebraucht, bis die Darmsaiten wirklich natürlich geworden sind für mich, weil sie sind mir dauernd gerissen. Ich habe in der Zeit, ich war sehr nervös und mir sind fast in jedem zweiten Konzert Saiten gerissen und das war zermürbend. Ich hätte fast aufgehört, mit Darmsaiten zu spielen aus dem Grund. Und das ist irgendwann vor, ich weiß nicht, wie lange das jetzt ist, vor 15 Jahren oder so, ist das immer weniger geworden und jetzt ist es kein Thema mehr. Also wir reißen keine Saiten und ich habe überhaupt keine Probleme mehr damit. Das ist interessant. Interessant, oder? Ja. Ja. Konnte dir da auch Alice dabei helfen bei dem? Ja, natürlich. Also erst einmal hat man sich angeschaut, was macht sie und welche Seiten verwendet sie. Und natürlich war das sehr wichtig. Von ihr ich habe überhaupt von ihr sehr viel gelernt. In jeder Hinsicht. Also nicht nur geigerisch, sondern menschlich. Und ihre Lebenseinstellung und ihr geradliniges, die Dinge verfolgen, das war eigentlich, obwohl ich das selber nie so scharf, aber es ist ein Vorbild für mich jedenfalls. Es gibt ja einige Fälle, wo Kinder der Urkonzerti auch in den Concertus Musicus eingestiegen sind. Ja. Ist das so ein Mehrgenerationenorchester, eine Familie? Schon, ich finde es immer noch sehr familiär und das, zum Glück konnten wir das bis jetzt behalten. Es wird immer schwieriger, weil die Strukturen jetzt anders sind. Aber sehr lang, wie die Besetzung noch relativ klein war, war es wirklich sehr familiär und das hat mir auch gut gefallen. Also es gab damals sehr viele Stücke in kleiner Besetzung oder in einzelner Besetzung. Also das versuchen wir jetzt in dem neuen Zyklus im Zegernitz wieder ein bisschen herzubringen, wie das damals war, dieser Geist. Der Stimmton des Concertos war für Barockmusik lange 421 Hertz. Und irgendwann ist er dann auch auf 415 Hertz international angeglichen worden, würde ich mal so sagen. Kannst du uns erzählen, warum und wie das dazu kam?
Ich weiß eigentlich nicht genau, warum die Stimmung für 21 war. Das müsste jetzt der Nikolaus oder die Alice selber erklären. So viel ich es gelesen hätte, weil es das Bach-A war. Das Bach auch. Ja, wahrscheinlich hat man doch Stimmgabeln gefunden von da. Und für 15 ist dann eben die Stimmung geworden, weil es überall war. Also wenn man dann Bläser von irgendwo her eingeladen hat, dann haben die 415 gespielt und hatten große Schwierigkeiten mit 421. Und so hat sich das, aber es ist eigentlich sehr spät auf 415 übergegangen. Ich glaube, nicht einmal zu Nikolaus Lebzeiten oder jedenfalls ganz spät erst. Könnte sein, dass es in den letzten Jahren widerwillig akzeptiert hat, dass es 415 geworden ist. So sind die Pioniere ein bisschen vom Mainstream eingeholt worden eigentlich, oder? Ja, es haben sich viele Zweige entwickelt, von denen einige ein bisschen in der Richtung aber von Consentus, andere wieder wie in England ziemlich anders geworden sind oder auch die Italiener. Aber das ist gut, weil es ist ja gut und richtig, dass das ist eine riesige Strömung geworden und heutzutage spielt man auch Wagner und Berlioz mit Darmsaiten, aber warum auch nicht? Sie passt ja von der Zeit her sehr gut. Und wollte der Nikolaus dann ein bisschen skeptisch rübergeschaut hat nach England und nach Italien, wie die das spielen und so. Das anders war, als er das sich vorgestellt hat. Aber im Großen und Ganzen war das fantastisch, dass sich das so unglaublich ausgebreitet hat in der ganzen Welt. Ja, Weil doch, er war einer derer, die das begonnen haben, muss man sagen. Ja, der Auslöser mit Gustav Leonhardt und den wenigen Vorkämpfern, die in den 50er Jahren da waren. Ja, ist eine weltweite Bewegung geworden. Und also abgesehen davon, wenn man jetzt diese Bewegung abstrahiert, ist der Nikolaus auch eine einmalige Persönlichkeit gewesen, eine Jahrhundertpersönlichkeit an Kreativität und an Fantasie, was das Allerwichtigste ist. Also was ich noch wichtiger als Instrumente finde oder die Stimmung und alle diese Dinge. Aber er war es ist so eine überspringende Fantasie und Kreativität gewesen, dass die Leute mitgezogen gefühlt haben. Und so, das war eigentlich das Wichtigste, finde ich, an ihm, diese Kreativität. Und das Inspirierende und dass es alle nie wieder vergessen werden, wie er gearbeitet hat. Es ist jetzt traurigerweise schon so, dass viele von den Jungen gar nicht mehr so viel wissen über ihn. Und obwohl die Bücher fantastisch sind und die Aufnahmen fantastisch sind, aber dieser direkte Kontakt ist halt unersetzbar. Und der fehlt halt jetzt schon bei den Jungen. Im Moment ist der Concentus ja ein Orchester, das aus den Alteingesessenen besteht und aus den jungen Leuten, die eben nachrücken und Nikolaus nicht gekannt haben, wie du gerade schon gesagt hast. Hört man das auch am Klang oder an der Orchesterdynamik oder an der Gruppendynamik? Oder wie spürst du das? Schon, das verändert sich. Ich meine, das ist auch der Stefan, ein anderer Musiziertyp. Der jetzige Leiter ist ein anderer charakterlich, ein anderer Typ als der Nikolaus. Er ist viel abgerundeter, während der Nikolaus wirklich auf die Ecken auch oder die Kanten geachtet hat, noch mehr. Und stellenweise entwickelt sich das weiter natürlich, das ist ganz logisch. Und die Jungen bringen wieder andere Dinge ein. Aber es ergibt sich eine ganz gute Mischung, finde ich. Es sind praktisch 3 Generationen jetzt. Also diese von Andrea und von mir, die sind aus den 80er. Und dann kommen diese mittlere Generation, die sind jetzt so 50, zwischen 50, 60. Und dann gibt es jetzt auch schon Junge, die wir absichtlich reinbringen, um die Zukunft auch wir wollen ja, dass das irgendwie die ganze Zukunft hat. Also gibt es jetzt zum Beispiel die Frage, ich bin jetzt fast 70, also wer wird als Konzertmeister nachkommen? Und solche Dinge spielen jetzt immer mehr Rolle. Und unser Geschäftsführer Maxi, der Enkel vom Nikolaus, denkt auch in diesen Kategorien, dass er sagt, was machen wir in 10 Jahren und so. Also das ist, wir haben überhaupt ein Riesenglück, dass wir ihn haben, weil er bringt unglaublich viel ein an Energie und an Intelligenz und unglaublich reife Persönlichkeit in seinen jungen Jahren. Und ich finde, dass er eine sehr große Hilfe ist für uns andere 3, also Stefan, Andrea und mich. Ihr habt ja auch das Quatuor Mosaik gegründet mit Andrea Bischoff, Anita Mitterer und Christophe Coin. Ist das eine Art Kammermusik-Konzentus oder seht ihr das völlig anders? Habt ihr euch auf einer anderen Basis gefunden?
Nein, es ist doch was anderes entstanden. Nicht zuletzt deshalb, weil der Christoph Quay, unser Cellist, auch wieder sehr viel Eigenes einbringt an eigenen Ideen. Und der ist zwar immer wieder gekommen und hat im Concentus zum Beispiel Gampensoli in den Passionen gespielt und anderes. Aber er war nie im Concentus fest dabei, gar nicht eigentlich. Er hat sich versucht, seine eigenen Dinge aufzubauen, sein eigenes Barockensemble. Und wir haben im Quartett, obwohl wir sicher ohne Concentus wahrscheinlich gar nie entstanden wären, kann man nicht sagen, dass wir ein Kleinkonzentus sind. Nein, das würde ich jetzt nicht so sehen. Der Concentus spielt nach wie vor aus den Noten aus Harnoncourts Archiv. Kann man das als eine Art Artikulationsbasis für alle verstehen oder welche Rolle spielt das gewohnt eingerichtete Material auf den Pulten heute? Wir wollen eigentlich doch gern weiterhin aus diesen Noten spielen, selbst wenn wir die eine oder andere Sache ändern. Aber im Wesentlichen ist das als Ausgangsbasis fantastisch, weil ich glaube, es gibt kaum Ensembles, wo die Noten so fantastisch eingerichtet waren in Bezug auf Artikulationsdetails zum Beispiel. Also wo man wirklich sagt, wenn jetzt da 4 Achtel kommen, dass man die kann man die oder ganz kurz. Und das alles findet sich auch in den Noten und das ist auch eine große Zeitersparnis beim Proben, wenn die Leute wissen, das ist die Richtung, wie es sein soll. Und überhaupt, wenn man erst beginnt zu bezeichnen in den Proben, verliert man eigentlich zu viel Zeit und dann sitzt jeder und schreibt und so und die Zeit hat man eigentlich nicht beim Proben. Man muss sich ziemlich bald aufs Wesentliche konzentrieren. Also ist das schon eine Art Basismaterial, auch die Klangrede betreffend wahrscheinlich ist es da schon die... Ja, also die dynamischen Dinge stehen drinnen, Legato getrennt und so. So ganz wichtig die Rhetorik, also dieses berühmte Zeichen von Zäsur, was viele am Anfang seltsam finden. Das heißt ja nur, dass es wie in der Sprache eben auch Beistriche und Doppelpunkte und so weiter gibt. Also ich brauche das nicht erklären, aber das ist für Musiker, die ein bisschen so metronomisch alles dahinspielen, ist das wichtig, dass sie das berücksichtigen und dass sie das lernen. Und es ist zum Beispiel so, dass das Konzertgebauorchester Amsterdam eine Zeit lang sehr geprägt war vom Nikolaus, der hat viel mit denen gemacht. Und mir hat kürzlich ein Student von mir aus Leipzig hat mir gesagt, er hat jetzt das Gewandhausorchester gehört, diese Dinge sind wieder weg. Also dieses Rhetorische, was der Nikolaus mit denen gemacht hat, ist jetzt wieder weg. Das geht wieder ziemlich stromlinienförmig dahin. Und das wollen wir vermeiden. Das wollen wir um jeden Preis vermeiden, dass wir ganz von dem wegkommen. Wir wollen das erhalten, in der Praxis erhalten, diese Dinge, die so wesentlich waren. Und so nehmt ihr die Jungen da mit auf diese Reise? Genau, und die verstehen das auch sehr schnell. Das ist... Ja, ein Orchester, was so alt ist wie ihr, also 70 Jahre alt, muss sich ja ständig erneuern. Also es gab ja immer wieder Erneuerungswellen von jungen Leuten, die nachgekommen sind. Ja. Und beim Konzertgebauer hat ja auch Nikolaus sein eigenes Material gebracht. Es war ja auch schon eingerichtet. Da hat es aber auch wieder mitgenommen, was natürlich dazu führt, dass die das nicht mehr haben es ist nicht mehr in dem Ausmaß vorhanden, wie es... Und dann kommen wieder andere Dirigenten und die sagen, nein, das machen wir nicht so. Und das ist ja auch der Grund, warum wir vermeiden, zu viele verschiedene Dirigenten einzuladen. Weil wir wollen gern, dass die Prägung erhalten bleibt. Wenn man mit 10 verschiedenen Dirigenten spielt, dann sagt der, er will so haben und der will so haben und so. Und man folgt immer brav. Und dann wird es halt so ein Orchester, was austauschbar ist irgendwo. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Wir wollen das Prägende beibehalten. Das Prägende ist euer eigener Concentus-Stil. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob uns das gelingt, aber wir versuchen, das beizubehalten, dass das unverwechselbar ist irgendwie. Es ist vielleicht ganz interessant, ein bisschen daran zu erinnern, an die Zeit, wo der Nikolaus nicht mehr gewusst hat, es ist bald aus. Und er wird es nicht mehr... Da hat er einen Brief geschrieben an das Ensemble. Und ich möchte direkt daraus zitieren. Ein bisschen, weil der hat da einen Erdenplatz, dieser Brief. Und da schreibt er eben, liebe Consenti, liebe Freunde, ich habe nie gedacht, dass ich diesen Brief je schreiben muss. Jetzt ist es soweit, ich kann nicht mehr.
Wenn nicht ein Wunder geschieht, war die unglaubliche Salzburger Missa Solemnis mein Schwanengesang mit euch. Da bleibt bei mir nur eine riesige Dankbarkeit. Das führt er dann näher aus, auch mit einigen Namen und so weiter. Und dann schreibt er als letzten Satz, Erich, Stefan und Andrea, es geht mich ja nichts mehr an, aber es wäre mir lieb und trostreich, wenn besonders diese drei ihre Autorität und Bewährung noch aktiv als Schub einsetzen. Und das war natürlich fantastisch, dass er das, oder toll, dass er das geschrieben hat. Es gibt sicher viele große Leute, die sagen, ja, also nach mir, jetzt sollen machen, was sie wollen. Und er hat aber dafür gesorgt, dass das irgendwie in Wege gelenkt wird. Weil in dem Moment, wo er nicht mehr aufgetreten ist, ging es sofort los mit verschiedensten Meinungen, was jetzt passieren soll. Also entweder ganz aufhören, auflösen oder mit tollen, prominenten Dirigenten arbeiten, alles Mögliche. Und da war es sehr wichtig, dass es irgendwie eine Mission. Eine Richtung gab, so soll es weitergehen. Und dadurch konnte auch niemand sagen, die reißen das jetzt an sich oder die spülen da jetzt sich da großartig auf als Leiter, sondern er hat das in diese Wege geleitet. Und das gemeinsam mit der Tatsache, dass der Enkel Maximilian Anoncourt dann die Geschäftsführung übernommen hat, das waren zwei ganz wesentliche Dinge, dass es gut weitergegangen ist. Sonst wäre das vielleicht in allen möglichen Kämpfen ausgeartet, kann man annehmen. Zerstoben oder ja, was auch immer. Ja, und dann, ja, genau. Er hat euch also eine Mission aufgetragen, die ihr kaum ablehnen konntet? Nein, das war, ja, genau, es war eine Mission. Wir haben uns auch verpflichtet gefühlt, das zu machen. So, ja. Und das hat er zum ersten Mal in diesem Moment gesagt. Er hat euch nicht vorbereitet darauf? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir haben das schon ungefähr gewusst. Aber nein, eigentlich nein, das ist eigentlich wirklich zum ersten Mal in diesem Brief artikuliert worden. Ja, das. Und was habt ihr bis dahin gedacht, wie das weitergehen soll? Keine Ahnung gehabt. Keine Ahnung gehabt. Es gab gewichtige Stimmen, die gesagt haben, wenn der Nikolaus nicht mehr ist, ist es aus mit dem Konzert. Das hat er gemacht. Wenn er nicht mehr ist, gibt es kein Konzert mehr. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber er hat es eben anders, ein bisschen in andere Bahnen lenken wollen. Und deswegen, weil wir eben finden, dass diese Spielart auch weiter existieren muss, nicht nur in Büchern oder in Aufnahmen, sondern aktiv, haben wir dann gesagt, ja, das versuchen wir. Schwer genug, dem Nikolaus nachzufolgen, weil natürlich so eine Persönlichkeit nur einmal in 100 Jahren vorkommt. Ja, unersetzbar, ganz klar. Ja. Und trotzdem muss man aufpassen, dass man kein Museum wird, ja, kein Museumsorchester. Nein, er lässt sich auch schwer imitieren. Dazu war er zu eigenständig und eigenwillig. Also man müsste sich lächerlich machen, wenn man ihn imitiert. Ja. Und der Stefan wäre nie auf die Idee gekommen. Er hat aber sehr wohl die wesentlichen Dinge alle absorbiert, die der Nikolaus einbringt. Ja, so wie du und Andrea und alle, die schon so lange dabei sind. Ja, versuchen wir, ja. Ja. In den 80er Jahren war der Concentus ja schon in vollem Schwung auf der Erfolgsschiene. Aber es war eigentlich ein ganz langer Anlauf, bis eine Anerkennung stattgefunden hat. Mhm. Als du im Concentus angefangen hast, war das schon so, dass sie eine Anerkennung war, eine Publikumsgefolgschaft, muss man ja bei diesem Publikum sagen, aber auch bei der Presse? Ja, mehr und mehr. Das war so eine Übergangsphase. Damals gab es noch einige Kritiker, die sich darüber mokiert haben oder sich darüber lustig gemacht haben, über das Darmseiten und das unwichtig gefunden haben. Aber es wurden immer weniger. Und hat ja damals der Musikvereinszyklus begonnen, auch ungefähr 80 oder zu der Zeit. Und da war das Publikum schon ziemlich groß und dann waren schon alle Konzerte zweimal. Also dann hat er breite Zustimmung eigentlich gehabt. Mhm. Ihr habt ja noch immer den Musikvereinszyklus behalten. 78 hat es angefangen mit dem Zyklus 78, im Musikverein. Genau, ja, das war natürlich toll, dass ich da einsteigen konnte, wie das Ganze schon. Die haben ja schon lange Aufbauarbeit leisten müssen. Die haben irrsinnig viele Noten schreiben müssen und die Instrumente haben zuerst, die Blasinstrumente, nicht so fantastisch funktioniert erstmal. Das musste sich alles einspielen. War eine lange Aufbauarbeit, die uns zugute gekommen ist, den späteren. Diese vielen Meter von handgeschriebenem Notenmaterial nehmen wir jetzt alle wieder in die Hand und
digitalisieren das. Da sieht ja. man es eben. Ich habe manchmal schon beim Einrichten des Cuillers, das ist viel Arbeit. Aber was die gemacht haben, ist ein Vielfaches. Wirklich viel Arbeit. Ja.